Diese Woche zeige ich euch, wie ihr Tressen für eine Tressenperücke selber herstellen könnt aus losen Schafs- oder Ziegenhaaren. Und dazu braucht ihr einmal lose Schafs- oder Ziegenhaare, dann Nylbondgarn, das ist so das reißfeste Nylongarn, was man auch sonst immer zum Puppenmachen verwendet, in der Farbe der Haare ungefähr, eine Schere und doppelseitiges Klebeband in einer Breite von ca. 3 mm. Das hier nennt sich Stylofix, ich verlinke das unten unter dem Video. Genau, die Haare, die ich verwende, sind Wensleydale-Locken. Man kann auch Alpaka nehmen oder Mohair. Es gibt auch noch diverse andere Arten von Schafslocken. Wenn ihr die kauft, achtet darauf, dass ihr die möglichst bereits gewaschen und sortiert kauft, weil sonst kriegt ihr ein schmutziges Vlies und das ist eine Heidenarbeit, das sauber zu bekommen. Und da lohnt sich, finde ich, es ein bisschen mehr zu bezahlen für die gewaschenen Locken. Und ich starte damit, dass ich mir die Locken so ein bisschen vorbereite. Ich habe die hier so gebündelt. Das heißt, ich schneide mir die auf und lege mir die jetzt einzeln zurecht, sodass ich die gleich gut weiterverarbeiten kann. Das Tolle an diesen Wensleydale-Locken ist, dass die wirklich so definiert bleiben. Das heißt, die sind in sich schon verfilzt in diesen kleinen Locken und an der fertigen Puppe verfilzen die nicht weiter. Man kann die zwar nicht kämmen, dann macht man sich die Struktur kaputt, aber man kann die frisieren und die bleiben wirklich lange wunderschön. So, ja, jetzt habe ich mir hier die Haare vorbereitet und jetzt brauche ich hier eine saubere und haarfreie Arbeitsfläche. Und jetzt pule ich mir hier von meinem Stylofix oben die Folie ab, aber nur so 1 cm und schneide die ab. Und jetzt kann ich das Stylofix mit der Klebeseite nach oben hier auf meinen Tisch kleben und räume mir ein langes Stück ab. Ich mache die immer so 1 Meter lang, die Tressen. Und auch auf der anderen Seite mache ich das so, dass ich mir die Klebefolie ein ganz kleines Stückchen abpule und zurückschneide. Und dann klebe ich mir das hier so gerade vor mich auf den Tisch. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal, und zwar direkt daneben. Und hier sollte etwa eine Klebebandbreite Abstand sein, das heißt ungefähr 3 mm zwischen den beiden Klebebändern. Und jetzt beginne ich meine Haare hier drauf zu platzieren. Und so klebe ich mir jetzt quasi hier Stück für Stück mein Band und lege dicht an dicht meine Locken eine neben die andere. Ihr könnt die hier oben auch ein Stück weiter runterziehen natürlich und die länger machen. Ich möchte nicht so eine lange Perücke machen, sondern eher so ein bisschen kürzere. Deswegen ziehe ich die weiter nach oben. Ihr könnt aber natürlich bis hier oben rangehen, wenn ihr gerne längere haben möchtet. So, und wenn ihr die ganze Tresse bedeckt habt mit Haaren, dann können wir das abmachen und nähen. Und jetzt nähen wir mit der Nähmaschine einmal hier genau in der Mitte zwischen diesen beiden Klebestreifen entlang, und zwar die gesamte Länge der Tresse. Und bei meiner Nähmaschine ist es so, dass ich das einfach so nähen kann. Wenn eure Nähmaschine das nicht mitmacht und anfängt sich zu verheddern, dann könnt ihr Papier unterlegen. Und dazu eignet sich gut leichtes Papier, also kein Druckerpapier, sondern Seidenpapier zum Beispiel oder Zeitungspapier kann man gut nähen. Oder anderes Papier, was sich leicht reißen lässt, was man dann im Nachhinein gut wieder entfernen kann. Und das legt ihr dann einfach drunter, legt die Tresse da drauf und näht einmal hier entlang. Ja, so sieht das jetzt aus. Hier habe ich meine Naht, und wenn ihr jetzt Papier verwendet habt, dann könnt ihr euch das hier unten jetzt abreißen bzw. entfernen. Und als nächstes kürze ich mir die Haare hier ein, und zwar schneide ich hier genau entlang des Klebebands alle überstehenden Haare zurück. So, und jetzt lege ich mir das so hin, dass die Klebestreifen zu mir zeigen, also nach oben. Und jetzt entferne ich mir diese Plastikfolie da drauf. Und jetzt klappe ich mir das aufeinander, sodass die beiden Klebestreifen genau aufeinander liegen. Das heißt, ich falte die sozusagen aufeinander. Und das mache ich entlang der gesamten Tresse. So, und jetzt nähe ich mir noch einmal hier drüber. Und achtet dabei vor allen Dingen darauf, dass die Haare, die ihr hier abgeschnitten habt, dass die schön mit umgeschlagen sind, dass ihr wirklich hier auf der umgeschlagenen Kante nochmal absteppt, kurz unterhalb der ersten Absteppung, und wirklich alle abgeschnittenen Haare auch mitnehmt. Ja, so schaut es jetzt aus. Und jetzt mache ich noch eine dritte und letzte Naht. Also ich steppe das Ganze nochmal ab, und zwar oberhalb meiner letzten Naht hier, ganz nah an der Kante dran, damit die Haare auch wirklich richtig gut verankert sind und da nichts wieder rausgezogen werden kann. Ja, und so sieht das jetzt aus. Und davon
fertige ich mir jetzt mehrere an. Das heißt, dass ich ungefähr, ja, das kommt immer darauf an, wie groß der Puppenkopf ist, aber für so einen 34 cm Kopf brauche ich ca. 3,5 Meter Tresse. Wie ihr die Tresse zu einer Perücke verarbeitet, das findet ihr in meinem Video eine Tressenperücke häkeln, das auch hier in diesem Kanal verfügbar ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche.